Glaubenssätze finden und auflösen, sich von alten Wertesystemen verabschieden, die Lebensaufgabe finden und das alles ohne oder weitestgehend ohne einen Coach aus Fleisch und Blut im Außen. Wie das geht, darüber reden wir gleich. In den 26 Jahren meiner Selbstständigkeit war ich mehr als die Hälfte der Zeit als Seminarleiterin und Coach bundesweit in Firmen unterwegs. Ich habe Tausende von Seminar- und Coaching-Teilnehmern begleitet und natürlich mich auch selbst weitergebildet, Coachings genossen und eine Menge getan für meine persönliche Entfaltung, wie das so schön heißt. Aus all dem ist vor knapp 10 Jahren mein erstes E-Book und Taschenbuch erschienen. Frage dich selbst und werde glücklich. Fast 10 Jahre mussten vergehen, ehe ich mich herangewagt habe, meine ganzen Erkenntnisse aus meiner Zeit als Trainerin und Coach und auch aus meinem eigenen persönlichen bewegten Leben, beruflich und privat, wieder in ein E-Book und künftig auch Taschenbuch, was es noch geben wird, zu bringen. Gestern wurde es veröffentlicht. Dieses E-Book, wie Selbstcoaching gelingt. Nicht immer haben wir den richtigen Coach an unserer Seite. Wir finden einfach nicht den richtigen, denn der Markt ist ja riesig geworden. Und jeder fragt sich, wer kann mir jetzt helfen in meiner Situation? Und mitunter finden wir einen Coach, der im ersten Moment für uns stimmig erscheint und es am Ende doch nicht ist. Jedoch, es gibt dafür eine Lösung und die heißt Selbstcoaching. Selbstcoaching, sagen viele Coaches, gelingt nicht. Und ich sage, es gelingt doch. Und ich weiß auch, warum es gelingt. Einfach, weil ich 2016 den Beschluss, die Entscheidung für mich getroffen habe, nur noch auf Selbstcoaching zu zählen. Sozusagen ein Selbstexperiment, Selbstcoaching. Und ich weiß, dass es funktioniert. Und wie? Darüber reden wir jetzt. Jetzt lass uns das Wie anschauen. Coaching-Prozesse, egal ob mit Coach oder im Selbstcoaching, brauchen eine gewisse Zeit. Schließlich sind viele, viele Dinge in deiner Kindheit und frühen Jugend entstanden. Glaubenssätze, Wertesysteme, deine Vorstellung davon, wer du selbst bist, wer die anderen sind und wie die Welt so tickt. Das, was in Jahren und Jahrzehnten in dir gewachsen ist, sozusagen in deine Zellen eingemeißelt ist, das wird nicht in 0, nix sich auflösen. Obwohl das manchmal so aussieht, als würden bestimmte Dinge in 0, nix passieren. Wie kommt denn das? Das kommt daher, weil in dir es schon gearbeitet und gebrodelt hat. Für jeden Erkenntnisprozess, für jeden Aha-Effekt gibt es einen richtigen Zeitpunkt. Wenn ein Coach aus Fleisch und Blut diesen Zeitpunkt bei dir erwischt, dann sagst du, wow, der Coach hat mich hierhin und dorthin geführt. Ich selbst habe es in meinen Coachings mit Teilnehmern erlebt. Du kannst niemanden irgendwo hinführen, der noch nicht dafür bereit ist. Stell dir das einfach so vor. Du streust den Samen und säst ihn aus auf knochenharte, trockene Erde. Wird er aufgehen? Nein, wird er nicht. Er geht aber dann auf, wenn du schön vorher umgegraben, gerecht und geackert hast, wenn der Boden feucht genug ist, dann wird der Samen, den du streust, aufgehen. Und so ist das sowohl mit Coaching als auch mit Selbstcoaching. Wann und wie funktioniert Selbstcoaching? Natürlich brauchst du einen gewissen inneren
Antrieb dazu, eine Energie, ein Dranbleiben. Manch einer nimmt sich einen Coach, weil er diese innere Energie, diese Disziplin nicht aufbringt und jemanden braucht, der ihm immer den bewussten Tritt in den verpasst. Ja, wenn du zu denen gehörst, dann ist Selbstcoaching für dich wahrscheinlich nicht geeignet. Wenn du allerdings zu denen gehörst, die wissen, dass sie in der Lage sind, bestimmte Dinge auch mal durchzuziehen, auch wenn sie mal die Zähne dafür zusammenbeißen müssen, dann ist Selbstcoaching eine Geschichte, die für dich wahrscheinlich funktionieren wird. Aber wie? Du siehst den Untertitel mit Intuition und siebtem Sinn. Intuition oder auch der sechste Sinn oder in meinem Büchlein von vor 10 Jahren Inko von innerer Coach ist die Basis. Der siebte Sinn ist im Grunde der Kontakt zu deinem höheren Selbst, zum Universum, zu Gott, zur geistigen Welt. Wie erreichst du das? Du erreichst das am besten in jeglicher Art der Meditation. Auf meinem Kanal habe ich schon mehrere Videos zum Thema Meditation und ich verlinke auch hier drunter noch einmal die Meditationsanleitung, die du dir herunterladen kannst mit entsprechender Begleitung und Musik dazu. Ohne dem wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. In meinem E-Book, hier in diesem, habe ich beschrieben, wie es gehen kann. Viele Coaches nennen auch den berühmten blinden Fleck, von dem du vielleicht schon gehört hast, also das, was wir an uns selbst nicht wahrnehmen. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Das heißt, wenn du solche Dinge, zusammenfassend nochmal gesagt, wie Glaubensmuster auflösen, Lebensaufgabe finden, dein Wertesystem überprüfen, glücklicher werden, glücklicher sein als bisher, deine Seele zum Leuchten bringen, dich komplett zu entfalten und damit deinen Beitrag in diesem Leben für das große Ganze leisten möchtest, dann ist dieses E-Book für dich sicher genau das Richtige. Du findest den Titel bei Amazon. Unterhalb dieses Videos verlinke ich auch das E-Book, sodass du dir das nochmal genauer unter die Lupe nehmen kannst und auch das Inhaltsverzeichnis siehst. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir dafür, dass du dieses Video bis hierher geschaut hast. Wünsche dir auf deinem Weg, egal ob mit diesem E-Book oder ohne, nur das Allerbeste. Freue mich über deinen Kommentar und wünsche dir eine gute Zeit bis zum nächsten Video. Tschüss.